Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns der Luftenergie vom Wassermann zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Skorpion. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben am 21. Januar, direkt am Start der Dekade, einen Neumond. Die Mondenergien bauen sich also neu auf. Es ist eine gute Zeit, um neue Ideen, neue Projekte anzugehen und die Energien nehmen dann auch zu. Schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Der Eremit. Ja, es ist eine sehr ernsthafte Dekade. Eine ruhige Dekade. Eine Dekade, auf der du dich auf dich selbst besinnen wirst. Eine Dekade, in der du die Stille suchst, vielleicht auch die Ruhe, dich so ein bisschen versuchst aus den Weltgeschehen rauszuhalten. Und zwar mit dem Ziel, in einer gewissen Angelegenheit vielleicht ja dein ganzes Leben betreffend eine objektive Haltung einzunehmen, eine objektive Sichtweise, unbeeinflusst von äußeren Faktoren, damit du hier klar sehen kannst, um dir halt auch selber treu sein zu können und eigenverantwortliche Entscheidungen für dich treffen zu können. Falls du dich in einer Beziehung befindest, könnte es sein, dass du dich während dieser Dekade so ein bisschen auf dich selbst besinnst, dich so ein bisschen zurückziehst aus der Beziehung. Das tut der Beziehung aber nicht keinen Schaden oder so, ne? Sondern es dient eigentlich doch letztendlich hier eine reife Haltung einnehmen zu können. Du wirst einfach das Bedürfnis nach mehr Ruhe haben. Und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du denkst hier in ganz langen Prozessen. Du denkst schon fast an die Ewigkeit und möchtest hier auch einen Weg finden, der dauerhafte Stabilität dir gewährleistet, der dir dauerhaften Halt und Boden unter den Füßen bringt. Etwas, was halt auch wirklich von langer Dauer ist. Es wird auch es wird dir auch du wirst hier auch gewisse, wie soll ich sagen, Inspirationen bekommen, was deine Zukunft betrifft. Eingebungen, Zeichen aus deinem Unterbewusstsein heraus. Und die Karten sagen hier, dass du diese Zeichen sehr ernst nehmen solltest und deiner Intuition folgen solltest und das in deine Überlegungen mit einbeziehen solltest, dass dir das einfach zugutekommen wird, hilfreich ist für den Prozess. Es wird schließlich dazu führen, dass in einer gewissen Angelegenheit du die Situation neu bewerten wirst, eine neue Perspektive erlangen wirst. Irgendwie gibt es hier ein gewisses Feintuning, eine gewisse Umstellung, die darauf beruht, dass du eine Sache jetzt aus einem anderen Blick heraus verstehst, diese Angelegenheit neu bewertest und dann entsprechend diese Änderung auch vollziehen wirst. Ja, ich habe hier schon den Eindruck, dass es eine ganz, ganz bodenständige, ernsthafte Dekade bei dir, lieber Skorpion. Die sehr wichtige Entscheidungen und Entscheidungen nach sich ziehen wird. Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun haben wirst in dieser Dekade. Da haben wir einen Prinz der Scheiben. Diese Karte kann sich auf dich beziehen oder eine Person in deiner Umgebung. Und manchmal ist es auch wechselwirkend, ne? Manchmal ist es auch beides. Der Prinz der Scheiben
ist eine jüngere Person auf jeden Fall. Oder eine Person, die, also nicht auf jeden Fall, aber eine Person, die eine gewisse Unreife, Unerfahrenheit mitbringt. Ob jetzt aktuell oder generell, ist jetzt so mal dahingestellt, aber aktuell auf jeden Fall, das ist diese Person so ein bisschen unreifer. Eine Person der Erde, Steinbock, Stier oder Jungfrau, könnte sein, muss aber nicht unbedingt. Vielleicht muss diese Person einfach aktuell viel Erde-Energie zeigen. Der Prinz der Scheiben ist auch manchmal wie ein Lehrling, der etwas Neues dazulernt. Eine Person, die sehr pragmatisch denkt, sehr bodenständig, einen guten Sinn für die Natur hat, für die Bodenhaftung. Eine Person, die mit sehr viel Geduld und Offenheit und Neugier sich einem neuen Themenbereich widmen kann und hier etwas Neues für sich dazulernt. In Sachen Beziehung ist diese Person auch sehr darauf bedacht, ja, das Leben zu genießen, die sinnlichen Freuden zu genießen und den Moment. Wir schauen uns diese Person gleich nochmal genauer an. Und das Ass der Schwerter, eine neue Perspektive, eine neue Bewertung. Ja, du bekommst hier neue Ideen, neue Ansichten über einen gewissen Bereich, neue Einblicke, neues Wissen auch, ne? Vielleicht eignest du dir hier wirklich neues Wissen an als Prinz der Scheiben. Vielleicht eine neue Fertigkeit im handwerklichen Bereich, im technischen Bereich, in einen Bereich, der viel Ordnung und pragmatisches Denken benötigt. So oder so, du kommst hier auf jeden Fall auf neue Einsichten, einen neuen Blick auf die Welt. Was denkt der Prinz der Scheiben? Diese Person baut sich gerade etwas auf. Diese Person lernt auch was dazu tatsächlich. In Sachen Beziehung lernt diese Person viel über den anderen Menschen, lernt diese Person nochmal aus einer anderen Facette kennen. Eine andere Facette dieser Person kennen. Und man geht hier sehr behutsam und vorsichtig vor. Diese Person ist sehr bedacht darauf, alles richtig zu machen. Und was immer sich da neu formiert in den Leben des Prinzen der Scheiben, diese Person bringt dieser Neuentwicklung sehr viel Wertschätzung, sehr viel Respekt entgegen und geht aus diesem Grund einfach sehr vorsichtig damit um. Aber diese Angelegenheit hat auch das Potenzial, wirklich über lange Zeit hinweg aufzublühen, sich positiv zu entwickeln. Und diese Person kommt gut voran. Ja, also hier gibt es Pläne, die sind machbar, die sind umsetzbar. Diese Person macht Fortschritte, diese Person ist engagiert. Wenn das eine andere Person ist, ne, eine externe Person, dann seid ihr ein gutes Team. Dann sehe ich hier eine gute Zusammenarbeit, dass ihr auch zusammen eine starke Verbindung habt, dass ihr eine Einheit werdet, was diese Vorhaben betrifft, was eure Ziele und Pläne betrifft. Einen angenehmen Schlagabtausch, auch eine gute Harmonie. Ja, eine sehr bodenständige Dekade wird das, glaube ich, hier, ne? In der Vergangenheit gab es bei dir so ein gewisses Hin und Her, entweder in dir selber, ne, dass du hier zwischen verschiedenen Standpunkten hin und her gerissen warst und die mit dir selbst ausgefochten hast, oder es hat sich so gezeigt, dass du in der Auseinandersetzung mit einer anderen Person warst. Das kann hier auch Flirterei gewesen sein, oder vielleicht habt ihr auch viel miteinander diskutiert und hattet irgendwie verschiedene Standpunkte.
Es ist schon irgendwie auch es ist keine schwere Energie gewesen, kein innerer starker Kampf oder kein großer Streit, aber man hat hier so ein bisschen sich aneinander gerieben, ein bisschen angeeckt, was auch sehr spannend und reizvoll gewesen sein kann und vor allem auch eine Dynamik erzeugt hat. Eine Dynamik, die es jetzt zu stabilisieren gilt. Vielleicht warst du mit dieser Person auch in einer Konkurrenzsituation, in einem produktiven Wettkampf, ne? Wodurch ihr beide irgendwie das Beste gegeben habt. So eine Situation könnte es auch sein. Aber diese Situation liegt in der Vergangenheit. Jetzt aktuell wird es halt sehr viel ernsthafter in dein Leben und du ziehst dich eben zurück und denkst viel nach. Ich habe irgendwie das Gefühl, du vermisst auch etwas in deinem Leben. Irgendwas in deinem Leben fühlt sich nicht so erfüllt an, wie du es gerne hättest. Irgendwas betrübt das Bild. Irgendwas möchtest du auch verändern, irgendwas vermisst du und du bist mit etwas nicht zufrieden. Du könntest vielleicht auch den Eindruck haben, dass gewisse Menschen in dein Leben dich von deinen Zielen abbringen, einen negativen Einfluss auf dich haben. Und das möchtest du dann auch verändern. Da sehe ich auf jeden Fall eine gewisse Skepsis auch bei dir gegenüber einigen Personen in deinem Leben, worüber du dir im Moment sehr viel Gedanken machst. Darüber zerbrichst du dir aktuell den Kopf. Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Prozess, in dem du dich aktuell befindest. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du ernsthaft darüber nachdenkst und dich dieser Herausforderung stellst, denn da steckt hier auch schon mit der Prophetin, aber hier noch viel, viel stärker eine sehr inspirierende Kraft dahinter. Eine Vision für deine Zukunft, die jetzt in greifbare Nähe rückt. Eine Möglichkeit in deinem Leben, wenn du das jetzt richtig anstellst, dass deine Träume, deine Wünsche in Erfüllung gehen können. Und das Interessante ist, du spürst das. Du weißt irgendwie, dass das jetzt gerade alles sehr, sehr wichtig ist. Und deine Intuition leitet dich diesbezüglich. Deine Intuition eröffnet dir einen Weg in eine andere Zukunft, die deiner Wunscherfüllung entspricht. Und das wird dir in dieser Dekade klar werden, um was es da genau geht, was deine Vision ist und was da in deinem Leben näher rückt, ne, zum Greifen nahe kommt. Hier zeigt sich eine Königin der Kelche. Entweder bezieht sich diese Karte auf dich oder eine Person in dein Umfeld. Es ist sicherlich eine andere Person als diese Person, weil wir hier einen großen einen anderen Reifegrad haben. Ne? Hier haben wir es mit einer Königin zu tun. Kann auch eine männliche Person sein. Hier haben wir einen Prinzen. Ein Prinz kann auch eine weibliche Person sein. Ist halt sehr viel unreifer, ne? Kann in manchen eurer Situationen auch ein Sohn oder eine Tochter sein. Muss aber natürlich nicht, ne? Aber kann. Die Königin ist mehr wie ein Vater, wie eine Mutter. Die Königin der Kelche ist auf jeden Fall eine gereiftere Person mit mehr Erfahrung. Einen größeren Erfahrungsschatz, eine sehr empathische Person, die auch einen besonderen Zugang zu der Welt der Emotionen, der Spiritualität hat. Eine Person, die sehr viel Empathie besitzt, sehr mütterlich, nicht mütterlich, sehr fürsorglich ist. Eine warmherzige Person, die eben auch sozial agiert, ne? Auch Verantwortung in diesem Bereich übernehmen kann.
Diese Person könnte sich sehr gut auf dich beziehen, weil du bist auch ein Wasserzeichen und die Königin der Kelche entspricht der Wasserenergie. Könnte aber auch ein anderer Skorpion sein oder Fische oder Krebs, aber manchmal auch ein anderes Sternzeichen. Und aktuell ist diese Person besonders emotional. Das ist eine Person, die am Anfang der Dekade jetzt in naher Zukunft wichtig für dich sein wird. Oder du als diese Person wirst wichtig sein, dass du dich am Anfang der Dekade als diese Person ausdrücken kannst, ne? Selbst verwirklichen kannst. Besonders eben am Anfang, zwischen den 21. und 26. Januar. Was denkt die Königin der Kelche? Diese Person ist voller Leidenschaft. Diese Person weiß, was sie will, stellt sich den Herausforderungen des Lebens und ist bereit, für ihre persönliche Angelegenheit zu kämpfen, wenn es sein muss. Ich sehe hier auch sehr viel sexuelle Anziehungskraft, sehr viel Wunsch, das Leben genießen zu wollen, nach dem hedonistischen Prinzip zu leben, sich der Lebensfreude zu öffnen bei dieser Person. Kann sich auch um Löwe handeln. Aber diese Person ist auch aktuell oder mit dieser Person oder als diese Person werden sich Unzufriedenheiten einstellen. Ich habe den Eindruck, entweder du als Königin der Kelche oder diese andere Person kann ihren Wunsch nach Leben, ihren Drang zu leben, nach Leidenschaft und Lebensfreude nicht richtig ausdrücken, denen nicht richtig nachgehen, dass diese Person aus irgendeinem Grund blockiert ist oder blockiert wird von jemandem und irgendwie sich in einem Warteprozess befindet, abwarten muss und so halt mit Unzufriedenheiten konfrontiert ist. Also hier gibt es eine Blockade bei dieser Person. Wir schauen mal weiter. Es gibt hier Veränderungen. Plötzliche Nachrichten. Eine Situation wird sich ändern. Du bekommst neue Einsichten, ne? Du bekommst neue Einsichten und daraufhin sind hier Veränderungen notwendig. Kann auch eine gewisse Befreiung sein, die sich hier einstellen wird. Eine Befreiung aus etwas, was deine Energie bislang zurückgehalten hat. Und trotzdem möchtest du hier diese Sicherheit aufrechterhalten. Also das passt mir hier irgendwie nicht ganz gut zusammen. Da wirken sehr unterschiedliche Kräfte. Wir schauen mal weiter. In deiner sozialen Umgebung gibt es Unklarheiten. Ja, hat sich ja hier schon gezeigt. Also irgendeine unklare Situation zeigt sich hier. Etwas wird nicht offen ausgesprochen. Über etwas wird ein Schleier gelegt und in einer Situation hast du nicht alle Informationen. Hier gibt es vielleicht auch Täuschungen oder Lügen, eventuell. Oder einfach nur der Mangel an Informationen, dass du hier eine Situation nicht klar erkennen, durchdringen kannst. Wir schauen mal weiter. Also ich kann mir hier vorstellen, dass du dir gerade Sorgen machst, dass dich etwas überfordert, überlastet, dass du an eine gewisse Grenze geraten könntest. Dass du hier, vielleicht kommen dir hier auch Erkenntnisse und vielleicht hast du irgendwie das Gefühl, wenn du diesen Erkenntnissen nachgehst und
die umsetzt oder egal was daraus folgt, das tust, dass du damit nicht weit kommen wirst, dass du damit an eine gewisse Grenze stößt und vielleicht auch mit Autoritäten in Konflikt geraten könntest. Das ist jetzt hier nicht gesagt, dass das passieren wird, überhaupt nicht, aber das ist deine Befürchtung. Das ist das, was du erwartest, dass du der Situation nicht gewappnet bist. Sowas sehe ich hier. Ein Potenzial bei dir zur Frustration eben, ne? Was wird denn wirklich passieren? Ja, aber keine Sorge. Das stimmt nicht. Du machst hier gerade einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt durch. Und du willst ja hier diese dauerhafte Stabilität und Nachhaltigkeit. Du machst dir nur Sorgen, dass du das nicht schaffen kannst. Aber diese Sorge, dass du das nicht schaffen kannst, schützt dich schon allein davor, zu leichtsinnig zu sein. Das wirst du nicht sein. Deine Einschätzungen sind realistisch. Davon bin ich überzeugt. Das alles, was du jetzt durchmachst, und so schlimm wird es vielleicht gar nicht. Also was du durchmachst, klingt so schlimm. Entschuldigt für diese Wortwahl. Also es ist halt doch eher ein introvertierter Prozess und das möchte ich damit sagen. Ne? Das, was du hier erlebst, sagen wir es mal so, dient zur Vorbereitung für einen neuen Weg in dein Leben, auf den du dich jetzt vorbereitest, und am Ende der Dekade könntest du einen großen Schritt nach vorne erleben. Plötzlich wirst du merken, was du willst, und du wirst dich sofort auf den Weg machen. Diese Neubewertung. Plötzlich und das hier, die Umstrukturierung, der Turm. Irgendwas wird sich wirklich in deiner Einstellung, in deinen Zielvorgaben sehr, sehr stark neu ausrichten, verändern, umstrukturieren. Und wenn das vollzogen ist, geht die Reise los in eine Richtung, die dich zu deiner Wunscherfüllung führt. Also kann ich dir nur empfehlen, diesem Prozess zu vertrauen und die Ketten jetzt zu sprengen, diese Veränderung zuzulassen und an dich selber zu glauben. Du bist der Situation gewachsen, ja. Diese Situation in deinem sozialen Umfeld macht mir ein bisschen Sorge. Das wundert mich so ein bisschen, weil ich weiß nicht genau, ob eine Person von diesen beiden damit in Verbindung steht. Ich würde mal sagen, nein. Mit dieser Person läuft es sehr gut. Und okay, diese Person kann sich jetzt hier nicht so mega gut ausdrücken, kann nicht sofort alles haben, aber eigentlich ist diese Person voller Motivation. Und diese Blockade wird sich auch früher oder später auflösen. Diese Blockade hat natürlich auch mit dieser Neustrukturierung zu tun. Deswegen glaube ich, es geht hier noch weiter um externe Menschen. Oder es könnte halt auch sein, dass die Desinformation, diese Täuschung, diese Lüge aus dir selbst herauskommt. Ne? Also prüfe auch dich selber, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du nicht so gerne dir die Wahrheit anschaust, wo du dazu neigst, eine Situation schön zu reden oder dich selbst zu täuschen. Das könnte hier auch sein. Gehe ehrlich mit deinen Bedürfnissen und Wünschen um, denn deine Wünsche und Träume können wahr werden. Ne? Und bevor die wahr werden können, muss man sie ja klar erkennen. Also ich glaube, du wirst hier eher ein Problem damit haben. Also die 7 der Schwerter
stehen auch manchmal einfach dafür, dass man sich entmutigt fühlt, irgendwie ausgelaugt. Das sehe ich hier vielleicht auch ein bisschen bei dir. Und dass es im Moment daran zweifelst, also dir mangelt es einfach an Glauben an dich selbst. Das sehe ich hier so ein bisschen. Und Ausweglosigkeit vielleicht, die du auch nach außen kommunizieren wirst. So einen gewissen Trübsal. Aber das dient auch dem Prozess der Neustrukturierung und du wirst die Situation neu bewerten lernen und dann erstarken und dich dann auf einen neuen Weg machen, lieber Skorpion. Das ist schon sehr, sehr klar. Und so kannst du dich auch aus alten Gedankenmustern befreien und diese umstrukturieren und dich daraus lösen. Was sagt der Mond zu deiner Energie? Deine Hingabe wird getestet. Willst du wirklich diese neue Zukunft? Das geht mir gerade durch den Kopf, ne? Wenn ja, dann wirst du dich in dieser Dekade vollends einsetzen müssen dafür. Deine Hingabe wird getestet. Interessante Dekade, lieber Skorpion. Eine spannende Herausforderung, die dir sehr, sehr viel Glück und Zufriedenheit schenken kann, wenn du diese Energien positiv für dich zu nutzen weißt. Ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat vor allem. Ich wünsche dir ein sehr gutes Vorankommen, ein viel persönliches Wachstum und gute Fortschritte bei diesem Reflexionsprozess. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.